Hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Ventus Grundlagen-Tutorial. In diesem Tutorial werden wir uns den Geometrie-Node und den Mesh-Loader-Node vom Ventus Designer etwas genauer anschauen. Wir sind jetzt hier zunächst einmal in Cinema 4D drinnen und haben hier unser 3D-Modell vorbereitet und das wollen wir eben hier raus exportieren. Wir könnten hier genauso gut mit irgendeinem anderen 3D-Programm wie 3ds Max oder Maya arbeiten. Hauptsache, wir haben hier in unserem 3D-Programm die Möglichkeit, unser Modell in einem gängigen 3D-Dateiformat raus zu exportieren. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich an. Was wir jetzt hier noch beachten sollten, ist, wie unser Modell hier vorliegt. Also wie es eben hier zusammengesetzt ist. Wenn wir uns das hier einmal anschauen, sehen wir, dass wir hier nur reine Polygonobjekte haben. Und für diese Polygonobjekte haben wir hier auch ein UV-Mapping gemacht. Es geht also nicht, dass wir hier eine Projektion drauf haben, die wir raus exportieren wollen. Denn man muss hier ganz genau sagen, wie eben die Textur auf der Geometrie drauf liegt. Und das geht eben nur über das UV. Gut, was wir hier jetzt eben noch bei der Geometrie beachten sollen, ist eben, dass es reine Polygonobjekte sind. Wir können hier keine Generatoren mit übernehmen oder irgendwelche Splines oder Deformer. Und wenn wir hier Lichter drin haben, die könnten wir im Prinzip in den 3D-Dateiformaten abspeichern, aber diese wird Ventus nicht mit übernehmen. Es geht also hier einfach nur um die Geometrie und um die Materialien. Die Materialien sind bei uns jetzt, wenn wir uns die hier einmal anschauen, auch nicht besonders eingestellt. Wir haben hier einfach nur die Textur drin, keine Specular, keine Reflection oder so. Müssen uns eigentlich im Prinzip die Materialien gar nicht nach Ventus reinladen. Wir könnten in Ventus dann einzelnes Material erstellen und in dieses Material können wir im Prinzip wieder unsere Textur reinladen, denn wir haben ja ein sauberes UV-Mapping für das Ganze gemacht. Gut, dann wären wir soweit bereit, das Ganze raus zu exportieren. In Cinema 4D geht es so, dass wir hier auf Datei gehen, sagen Exportieren und hier können wir zwischen verschiedenen 3D-Dateiformaten oder 3D-Exportformaten auswählen. Ventus unterstützt eben die gängigsten Formate wie 3D Studio, Collada, FBX und OBJ und noch ein paar weitere. Was wir jetzt hier noch beachten sollen, wir können Collada verwenden, um eben noch Animationen mit abzuspeichern. Das ist eben das Dateiformat, das das nochmal zusätzlich unterstützt. Gut, wir entscheiden uns hier jetzt einfach mal für 3D Studio. Dann öffnet sich hier unser Datei-Speichern-Fenster. Wir können das hier einmal ablegen, wo das denn gespeichert werden soll. Ich habe das schon mal gemacht, klicke hier aber jetzt trotzdem nochmal auf Speichern. Dann sehen wir, wir haben hier jetzt Cinema 4D nochmal Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel für den Faktor, also wie das hier skaliert werden soll. Wir lassen das einfach mal hier so eingestellt, wie es ist, denn wir haben in Ventus nochmal die Möglichkeit, den Faktor bzw. den Scale Preset anzugeben, wie groß das Ganze hier reingeladen wird. Wir sind ja hier in Cinema 4D und können in Ventus dann den Scale Preset Cinema 4D angeben. Und dann klicken wir auf OK und das Ganze wird abgespeichert. Das mache ich jetzt hier nicht, weil ich habe das schon mal vorab angelegt. Und dann wären wir soweit bereit, nach Ventus zu gehen. Gut, wir sind jetzt hier im Ventus Designer und was wir hier brauchen ist der Geometrie Import Node, um unsere Geometrie hier sauber reinzuladen. Ziehen wir uns also den Geometrie Import Node in unsere Hierarchie rein. Ich habe hier schon mal ein Licht angelegt, damit wir auch unsere Geometrie später schöner sehen können. Im Geometrie Import Node müssen wir erstmal sagen, wie wir das Ganze rein exportieren wollen. Wir haben also dazu ziemlich viele Einstellungsmöglichkeiten. Wie gesagt, was uns interessiert, ist einmal das Scale Preset, das wir uns auswählen können. Wir haben hier das Scale Preset für Cinema 4D, 3ds Max und Maya. Wir waren eben in Cinema 4D, haben unser Modell hier raus exportiert, also werden wir hier Cinema 4D auswählen für das Ganze. Dann haben wir die Möglichkeit, Materialien rein zu importieren.
Das können wir mal machen, müssen wir aber jetzt hier bei unserem Modell eigentlich nicht machen, denn in unserem Material war einfach nur die Textur gespeichert. Aber ich mache das, weil ich ein bisschen faul bin und hier schon Materialnodes mit reinbekommen will und diese nicht einfach hier nochmal reinziehen will. Und dann haben wir eben noch die Möglichkeit, unser Modell zu optimieren, was wir in diesem Fall machen werden, denn wir haben ja viele verschiedene Polygonobjekte gehabt und auf diesen verschiedenen Polygonobjekten war im Prinzip immer nur die gleiche Textur gespeichert. Und dass wir jetzt hier nicht die ganzen einzelnen Polygonobjekte haben, können wir das einmal zusammenbacken lassen, so dass wir ein handliches Objekt haben. Und dann setzen wir einfach überall den Haken rein, dann wird das Ganze hier miteinander verbunden. Was wir jetzt hier bei unserem Modell noch dazu sagen müssen, dass wir für unseren R2D2 im Modell nochmal eine eigene Textur haben. Das wird dann also nochmal einzeln als Objekt reingeladen, beziehungsweise als einzelner Node, also als einzelner Mesh-Loader-Node sozusagen hier reingeladen mit seinem einzelnen eigenen ständigen Material-Node, in dem eben die Textur drin liegt. Wenn man das eben nicht will, dass die einzelnen Polygonobjekte zusammengebacken werden, dann nimmt man hier den Haken raus. Das kann ja eben der Fall sein, dass man eben irgendwie Animationen hat, die man auf die einzelnen Polygonobjekte legen will oder die einzelnen Polygonobjekte eben interaktiv machen will. Und dann will man das eben hier nicht zusammengebacken haben. Gut, dann wären wir im Prinzip so weit, das hier reinzuladen. Was es noch zu sagen gibt, dass wir hier die normalen nochmal umdrehen können, anders ausrichten können und auch unsere UVs nochmal anders ausrichten können. Gut, dann wären wir jetzt aber wirklich soweit, unser Objekt hier reinzuladen. Wir gehen also hier auf Asset, klicken hier einmal drauf und dann können wir unser abgespeichertes Modell auswählen. Wir sehen hier auch nochmal alle unterstützten Dateiformate vom Ventus Designer, mit denen wir hier arbeiten können. Ich wähle jetzt hier einfach mein 3ds Objekt aus, sage öffnen und es wird mir hier nach Ventus rein importiert. Wir sehen, wir bekommen jetzt hier die erste Fehlermeldung, dass irgendwie die Textur nicht sauber rüber kopiert werden konnte. Macht aber überhaupt nichts, denn wir haben unsere Textur hier auf der Platte gespeichert und können diese Textur dann in unseren Image-Ordner unseres Ventus-Projektes rein kopieren. Gut, und genauso hat es eben auch für die zweite Geometrie nicht geklappt. Aber unsere Geometrie ist drin, das sehen wir hier schon mal. Und da jetzt unser Material schwarz ist, weil hier noch nicht die Textur drin ist, können wir auch noch nicht unser Objekt sehen. Wir laden uns also erstmal hier die Texturen nochmal rein. Wir sehen, wir haben hier unseren R2D2 und hier unser X-Wing, also die einzelnen Objekte, die eben die Texturen haben. Bei unserem X-Wing haben wir ja gesagt, dass wir alles zusammenbacken wollen, haben also hier jetzt also nur einen einzelnen Mesh-Loader. Wir können uns das mal kurz anschauen, wenn ich hier den Geometrie-Import-Node nochmal reinziehe und hier bei Optimize nichts auswähle, außer Merge Subsets und mir das Ganze nochmal reinlade, dann sehen wir, dass erstmal die Texturen auch wieder nicht reingeladen wurden, aber wir sehen, dass wir eben hier die einzelnen Objekte haben mit den einzelnen Ausrichtungen in einzelnen Mesh-Loader-Nodes sozusagen und diese eben nicht zusammengebacken sind. Das ist eben jetzt hier nochmal zur Verdeutlichung, wie das eben funktioniert, wenn man das nicht zusammenbackt. Ich finde das jetzt hier für mein Modell ist es handlicher, hier nur diese zwei Mesh-Loader-Nodes zu haben. Wir können also uns jetzt hier die Texturen ins Material nochmal reinladen. Wir sehen, die wurden hier auch alle rein importiert. Ich habe die auch nochmal hier zusätzlich reingeladen vorab und kann mir diese jetzt hier ins Material reinladen. Genauso mache ich das hier für meine X-Wing-Textur und dann ist es soweit sauber im Ventus Designer drin. Wir sehen, hier ist unser
unsere Geometrie. Was wir jetzt hier machen können, dass wir vorne dran noch einen Achsennot ziehen, damit wir das auch in unserer Welt ausrichten können. Diesen Achsennot ziehen wir hier einfach komplett mal ab und wir können unseren Geometrie-Import-Node löschen, denn wir brauchen ihn eigentlich nicht mehr. Gut, dann können wir uns hier unser Modell ein bisschen weiter zu uns ziehen, damit wir das auch einmal sehen können. Ich drehe das einmal um, dann vielleicht noch ein bisschen so und hier ein Stück nach oben. So, und dann gehen wir einmal in den Design-Modus, damit wir das auch in groß sehen können. Und dann sehen wir, unser Modell wurde einwandfrei mit den Texturen hier nach Ventus importiert. Wunderbar. Gut, dann können wir uns vielleicht noch den Mesh Loader Node anschauen. Und im Mesh Loader Node sehen wir, dass wir hier ein Pfeil angeben können. Wenn wir hier einmal draufklicken, dann sehen wir im Imported Ordner unseres Geometrie-Ordners des Projektes. Und hier liegt eben unser Mesh oder unser Modell als VZM Mesh, also als Ventus Mesh vor. Und in den Mesh Loader Node können wir nur VZM Meshes reinladen. Also es geht hier jetzt nicht, dass wir in 3ds oder OBJ reinladen. Mit dem Mesh Loader Node können wir eben nur interne Geometrie, die hier in Ventus importiert wurde, reinladen. Gut, ich spreche das mal wieder ab, denn meine Geometrie ist hier schon reingeladen worden. Was wir uns noch anschauen können im Mesh Loader Node, dazu wähle ich vielleicht hier mal einen neuen Mesh Loader Node aus, setze den hier oben hin und stelle hier mein Modell einmal ab und lade mir das Ganze hier nochmal rein. Und dann sehen wir, dass wir im Mesh Loader Node nochmal zusätzlich die Möglichkeit haben, hier ein Material zu definieren. Wenn wir auf das Plus klicken, können hier sagen, also Textur, Base, und laden uns hier einfach unsere Textur nochmal rein. Brauchen also hier im Prinzip kein Material Node vorne dran zu setzen, um unsere Textur hier reinzuladen. Das ist auch nochmal eine schöne Option. Und was wir hier noch drin haben, ist einmal die Achse, die hier eingebaut ist. Wenn wir die uns hier auswählen, Achse, dann sehen wir, wir haben verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie wir das vom Achsennode kennen, brauchen den also hier auch nicht nochmal zusätzlich vorne dran zu setzen und können somit unser Modell hier in unserer Welt über die Achseneinstellungsmöglichkeiten des Mesh Loader Nodes ausrichten. Und wenn ich das hier näher dran hole, sehen wir, wir haben hier sauber unser Modell im Ventus Designer drinnen. Gut, so viel zur Übernahme von Geometrie nach Ventus. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann.